Ja, Ja. und du erzählst uns ja heute noch was zum Thema, wie kann die passwortlose Authentifizierung in der Praxis umgesetzt werden. Nochmal für alle, die ihn noch nicht kennen, Dr. Harrison Stewart, CISO von Veolia, immer ein gern gesehener Redner auch bei uns. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und das ist deine Bühne. Sehr cool. Gut, ich werde quasi meine Bildschirm teilen. Ich muss erstmal gucken, Settings, bei More. Eine Sekunde, wie werde ich das? Share Screen. Genau, Okay. Bildschirm freigeben. So, ich guck mal. So, Application. Okay, so Share. Sag mir mal, wenn ich sehe schon, du musst nur noch in den Großbildmodus. Okay. Ja. Ja, hier steht gerade, es wird geladen. Jetzt passt es, genau. Okay, super. Okay, sehr gut. So, wie Henrietta vorhin gesagt hat, ich bin quasi die CISO bei Veolia, Germany, und freut mich hier dabei zu sein und heute über diese passwortless oder passwortless Authentication zu sprechen. Also manchmal, ich sage immer, es gibt gar nicht mit dem Namen passwortless. Dann müssen wir nochmal zurückgehen und sagen, okay, gut, ich gehe in ein Haus oder ich gehe auf eine Applikation und ich brauche keine Passwort oder so. Aber heutzutage, egal welche Systeme, dass man reingeht, kommt immer mit einem Passwort. Egal, ob es ist Multi-Factor Authentication, Single Sign-On oder sowas, man kommt immer mit einem einzigen Passwort. Aber heutzutage versuchen wir einfach den Begriff als Passwortless Authentication einfach zu bezeichnen. Okay, so, dann mein Thema. So, was ist quasi diese passwortlose Authentifizierung? Das ist die Verifizierung einer Benutzer ohne Passwort. Also könnte man sagen, das ist diese passwortlose Authentifizierung. Aber wie ich vorhin gesagt habe, egal was, braucht man quasi ein Passwort. Entweder man wird ein paar Sachen gefragt oder so, aber trotzdem gibt ein Passwort. Das heißt, in Technology-Konzept gibt gar nicht mit dem Namen ohne Passwort. Nur wenn zum Beispiel, wenn ich zu einem Gebäude gehe, da brauche ich vielleicht keine Passwort, wenn ich zu, was weiß ich. Okay, so dann die meisten Sicherheitsrisiken bei Passworten, weil wie ich vorhin gesagt habe, heutzutage versucht viele Unternehmer weg von diesen Passworten zu gehen. Zum Beispiel Mitarbeitern werden manchmal Klartext verwenden oder die werden quasi ihr Passwort auf eine Schreibzettel einfach auf einen Zettel schreiben oder vielleicht quasi wegen Phishing-E-Mails, Brute Force Attack, weil zum Beispiel der Programmierer hat die Passwortsicherheit nicht richtig gehasht oder so. Oder manchmal einfach diese schlechte Wiederherstellung und Resetzung von Passworten. Das sind quasi die meisten Probleme, dass wir heutzutage mit diesem Passwort-Thema immer mit umgehen sollen. Aber wie gesagt, das Grund ist meistens von der Mitarbeiterperspektive, dass die haben vielleicht 500 oder 3 oder 10 oder 7 Systeme, wo jedes System muss diese Mitarbeiter mit anderen Passwort reingehen. Und meistens, die versuchen entweder das gleiche Passwort für das gesamte System zu verwenden oder wenn es gibt eine Passwort-Policy, die ist sehr komplex, dann wäre quasi die Mitarbeiter einfach sagen, ich schreibe das einfach irgendwo und packe ich in meinen Schrank oder so. So am Ende, das ist quasi paar Risiken von Systemen, die Mitarbeiter verschiedene Passwort verwenden sollen. Darum hat man irgendwann gesagt, wir versuchen einen Prozess, wo man nur ein Passwort verwendet und jedes System einfach ranzugehen, quasi passwortless oder passwortless verifizieren. Okay. Wir reden über diese Passwortgeschichte. Zum Beispiel, ich habe gezeigt, zum Beispiel die meisten Sicherheitsrisiken bei diesen Passworten. Und zum Beispiel, man sieht, dass heutzutage verwendet viele Mitarbeiter Passwort zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und man sieht, dass die Hacker braucht ungefähr eine Sekunde, in diese Passwort hier zu cracken. Und man sieht, es gibt mehr als 1 Million Leute, die Passwort 1, 2, 3, 4, 5 immer noch verwenden. Das ist hier ist quasi eine Reference von der Firma NordPass, wo die quasi
diese Research gemacht habe. Also am Ende, man sieht das zum Beispiel hier bei der Nummer 5, konnte man einfach schreiben Passwort und dann haben wir ungefähr 20 Millionen oder so. Meistens auch ist es so, dass es ist Systeme Passworte. Und wenn die Unternehmer dieses System kauft, manchmal vergisst die Administrator, die Passwort einfach zu ändern oder die sind ein bisschen faul oder keine Ahnung, die versuchen, die Default-Passwort weiter zu verwenden. Zum Beispiel Admin. So, recent Szenarios im Januar 2021 war eine Passwort-Leakage bei der Firma Eneco und dann bei der Firma GGD und dann alle Cables, NAM, RDC und diese ganzen Firmen, die werden alle eine Hacker-Attack, quasi die Passwort wäre entweder Leakage of Password oder Brute Force Attack auf diese ganze Passwort. So, was ist die Lösung, wenn wir sagen, okay, gut, wir können nicht in 20 Systeme oder 10 Systeme, wir wissen, wie komplex heute jede Firma ist. Jede Firma hat ungefähr 5 verschiedene Systeme, 6 Systeme, SaaS-Lösungen und diese ganzen Sachen und auch zum Beispiel Infrastructure as a Service, Plattform as a Service, diese ganzen Services, verwendet man verschiedene Passworte. Das heißt, man sagte, was können wir tun, dass unsere Mitarbeiter werden quasi nicht verschiedene Passworte für verschiedene Systeme verwenden. Daher gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt, Bespoke Identity Access Management, das heißt, die Firma setzt hin und sagt, okay, wir haben unsere Approach oder unsere Methode, unsere eigene Identity Asset Management zu entwickeln. Oder man sagt, ich suche für einen Vendor, der mir quasi diese Identity Asset Management einfach anbietet. Das heißt, am Ende, die Firma kann entscheiden, wie gut die Firma vom Security Perspektiv ist. So, dann, was ist diese Identity Management? Am Ende ist es eine Reihe von Regeln und Technologie. Also das sicherzustellen, dass Benutzerzugang zu Ressourcen wäre nicht so kompliziert oder wäre mehr secured. Zum Beispiel, es geht um die Users, Roles, Assets und diese ganzen Sachen. Und nicht vergessen, der Main Focus auf diese IAM, diese Identity Access Management, geht um Security und Data Management. So hier haben wir zum Beispiel den Main Focus aus Passwort Management, quasi die Identity Asset Management sollte diese Möglichkeit geben. Passwort Management, das quasi alleviaten Identity Silos. Das heißt, man muss nicht auf jede einzelne Systeme mit andere Passwort einfach verwenden. Das heißt, auf einem System, 10 Systeme oder 5 Systeme kann ich mit nur einem Passwort einfach anloggen. Oder jede Authentification-Möglichkeit. Und auch quasi API Securing und auch quasi Compliance mit Standards und diese ganzen Sachen. Am Ende ermöglichen der Benutzer, sich bei verschiedenen Systemen mit nur einer Authentifizierung anzumelden. Das ist quasi die Hauptfokus auf diese IAM. Okay, so dann haben wir Sachen wie Identity Federation. Das heißt, die Ermöglichung der Benutzer, sich bei verschiedenen Systemen mit nur einer Authentifizierung anzumelden, gibt verschiedene. Man könnte sagen, bring your own device. Bring your own device ist quasi zum Beispiel Facebook Login. Es gibt Systeme, wo die Anbieter sagt, sie konnte oder du kannst einfach mit Facebook anloggen oder Google anloggen oder jede Systeme einfach, jede SaaS-Lösung oder was weiß ich anloggen. Das ist quasi die Concept of bring your own device in the aspect of Identity Access Management. Dann haben wir auch quasi diese Google Login, zum Beispiel dieses Single Sign-On oder zum Beispiel Sign-in only once, das ist auch quasi dieses Single Sign-On. Am Ende, das sind quasi die Identity Federation in diese Aspect of Identity Access Management. Dann haben wir Strong Authentication. So, hier ist es so, dass ja, es gibt Identity Access Management, habe ich gesagt, Single Sign-On und diese ganzen Sachen. Aber das ist meistens nur Username und Passwort. Aber wenn man sagt, ich möchte, dass meine IAM sehr secure ist, dann kommt man zu diese Strong Authentication, wo zum Beispiel die Security Key, also Sicherheitsschlüssel oder die Fingerprint
man sagt, das ist quasi Multi-Factor Authentication. Oder zum Beispiel User Profile, zum Beispiel, ich bin Harrison Stewart, ich bin das und das und das, und ein paar Attribute. Das geht quasi auf diese Adaptive Authentication. Oder zum Beispiel User Profile plus Preferences. Zum Beispiel Preferences geht zum Beispiel Fragen, zum Beispiel, was ist Ihr liebste Auto oder das erste Auto, das du damals gekauft hast, oder was für Farbe, deine Lieblingsfarbe oder diese ganzen Sachen. Das sind quasi Preferences, die quasi Account Management und Proficient auch diese Strong Authentication auch verbessern kann. Und zum Beispiel based on Role or Attributes, das geht zum Beispiel diese Access Control und auch quasi GDPR und dann andere Standards. Das geht quasi die API und Microservices Sicherheit. Okay. Dann kommen wir zu die Frage für heute. Das ist, was hält viele Unternehmen davon ab, passwortlose Authentifizierung zu übernehmen? Ja, wir haben vorhin gesagt, die Pros und Cons of passwortlose. Und wir merken das, okay, gut, das ist gut für die Mitarbeiter, quasi nicht einfach Passwort auf Papier drauf zu schreiben, nicht 10 Passwörter auf 10 Systemen einfach zu verwenden und nicht so, dass die Softwareentwickler werden quasi viel Arbeit machen, quasi die Login und diese ganzen Sachen. Das heißt, am Ende, man konnte sagen, es gibt mehr positiv. Aber trotzdem, viele Unternehmer versuchen immer, diese Passwortlose einfach zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Meistens ist es wegen diesem Vertrauen auf den Provider, Trust of the Provider. Weil am Ende, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe diese IAM und du kannst gerne verwenden, ich will gerne wissen, okay, was ist die Sicherheit Measures, the Posture of deine IAM? Zum Beispiel, werde die Passwort gehasht, welche Methodology, welche Approach und diese ganzen Sachen. Oder zum Beispiel Anpassung von Mitarbeiterrollen und Anwendungsfällen, komplex Organisationsstruktur. Zum Beispiel, die Firma ist so komplex, dass die wissen nicht, wie diese IAM wäre einfach implementiert in diese Unternehmen. Manchmal das ist auch ein großes Thema. Oder zum Beispiel Umgang mit Legacy-Anwendungen. Es gibt viele Firmen, die verwenden heutzutage immer noch alte Systeme, weil die kann einfach nicht weg von diesen Systemen. Und das sind Systeme, am Ende, man konnte sagen, das ist der Kernsystem auf diese Unternehmen. Und meistens, es konnte sein, dass ein IAM kann nicht mit diesen Legacy-Systems kommunizieren. Oder es gibt zum Beispiel Bestimmer der erfolgreichen Technologie, zum Beispiel diese Scalability, Extensibility, Non-Conform und diese, ob diese IAM hat quasi, kann auch mit anderen öffentlichen Ressources auch zum Beispiel sprechen oder so. Oder zum Beispiel berücksichtigen die damit verbundenen Kosten, weil IAM kann auch sehr teuer sein. Auch quasi die Technologie-Know-how, zum Beispiel die IT-Administrators in die Unternehmer, ob die mit dieser IAM umgehen kann oder auch quasi diese Datenschutz der Mitarbeiter, welche Daten zum Beispiel kann diese Vendor die Passwort, die Benutzername und quasi diese Passwort die Mitarbeiter-Systeme anzuloggen. Zum Beispiel nehmen wir, wenn ein Mitarbeiter sagt, nehmen wir zum Beispiel ein Identity Provider Unternehmer sagt, okay, wir stellen hier eine IAM für euch und dann schaltet ein Mitarbeiter von diesem Unternehmer, diese IAM-Unternehmer, gibt die Möglichkeit, dass diese Person quasi auch ein paar Möglichkeiten von Technologie oder von Human Factor einfach andere Unternehmen-Account einfach anloggen, weil vielleicht der war quasi der hat Hauptrolle gespielt in diese Unternehmen. Das heißt, ob diese Möglichkeit besteht, dass der das machen kann. So, dann kommen wir zu dem Thema, welche Risikofaktoren sind mit der passwortlosen Authentifizierung verbunden? Wie ich vorhin gesagt, quasi diese Datenschutzgeschichte, Schwachstelle in Endbenutzergeräte,
ja, es konnte sein, dass die IAM ist perfekt, aber am Ende nehmen wir zum Beispiel, ein Mitarbeiter hat einen Rechner, der diese Rechner vor ungefähr nehmen wir 3 oder 4 Monate kein Sicherheit-Patches gepatcht habe von der US oder von einer bestimmten Software, dann am Ende hilft diese IAM nicht so sehr. Oder zum Beispiel ja, okay, das ist ein Beispiel. Dann hilft diese IAM nicht so sehr. Oder Mangelsicherheit bei dieser Identity-Nachweis und bei der Bereitstellung of Authentication. Zum Beispiel nehmen wir die Unternehmer, der diese IAM quasi die Hersteller, vielleicht quasi der hat nicht viele Sicherheitsmeasures beachtet, weil am Ende, wie gesagt, es gibt verschiedene IAM in dem Markt, aber trotzdem muss man erstmal diese Sicherheit Due Diligence auf die Hersteller erstmal verstehen und einfach evaluieren und einfach zusehen, dass das Sicherheitspaket von diesem Unternehmer, der sagt, der ist eine IAM-Hersteller, ist auch quasi State of the Art. Und dann quasi, ja, wie gesagt, es geht auch um diese Sicherheit Identity Management. Die vierte ist quasi die Sicherheitsconfiguration und neue Sicherheitslücken. Zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel die IT-Infrastructure, diese Know-how und Know-how ist nicht so perfekt. Das heißt, ja, wir haben diese IAM in Kauf genommen, haben wir implementiert, aber vielleicht haben wir nicht richtig konfiguriert. Das konnte auch quasi eine Sicherheitslücke entstehen. Und vorhin gesagt habe, Legacy System Support, dass manchmal die IAM hat nicht die Möglichkeit, diese, wie heißt das nochmal, diese Legacy System zu supporten. Und dann habe ich vorhin gesagt, diese Datenschutz, quasi diese Data Privacy, das ist auch ein Thema, wo, ja, nehmen wir zum Beispiel die Betriebsrat, die werde sagen, was für Daten werden zu diesen Vendor geschickt und diese ganzen Sachen. Am Ende geht immer um Vertrauen zwischen die Käufer, die Verkäufer und die Käufer. So, welche Faktoren müssen bei der Sicherheitsüberprüfung berücksichtigt werden, wenn passwortlose Authentifizierung von einem dritten Anbieter bezogen wird? Ja, das habe ich vorhin gesagt, dass das ist ganz, ganz wichtig, diese Vertrauen, weil wie gesagt, es gibt viele IAM-Hersteller im Markt, aber nicht jede IAM ist State of the Art. Das heißt, man muss erstmal Vertrauen gewinnen. So, erstmal muss man überlegen, entweder man sagt, ich habe meine eigene On-Premise IAM oder man sagt, ich gehe für eine Cloud-Solution. Also wenn man sagt, ich gehe für eine Cloud-Lösung, dann muss man achten, dass es ist eine echte Hybrid-Lösung, weil es wäre schlimm, wenn man sagt, ich habe IAM, aber diese IAM ist nur für Systeme, die sind on-premise. Das heißt, es wäre besser, dass diese IAM ist eine Lösung für Lokalsysteme und auch für SaaS-Lösungen, weil es wäre besser, eine Systeme für alle Sachen zu haben. Ja, okay, man könnte sagen, das ist auch quasi es gibt Pros und Cons, aber es ist so, dass am Ende zum Beispiel, wenn jemand schafft, ein System einfach zu hacken, hat die Person die Möglichkeit, die anderen Sachen auch zu hacken. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass diese IAM-Lösung wäre quasi für Lokalsysteme und auch quasi für SaaS-basierte Anwender. Und quasi auch die Möglichkeit, den Zugriff von Mobilgeräten aus verwalten. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man sagt, ich suche für eine Cloud-basierte IAM. Weil die Endziel ist das Einzellösung oder vollständige Plattform. Wir wollen nicht eine Einzellösung für eine Systeme, wir wollen eine vollständige Plattform, die alles für uns tun. So, Keynotes. Einzellösungen werden die grundlegenden Vorteile vom IAM abdecken, aber letztendlich brauchen Sie einen Anbieter, der auch hier absehbaren zukünftige Anforderungen erfüllen kann. Also am Ende, man könnte sagen, ja, ich habe eine Lösung, aber es ist so, dass es besser, wenn man sagt, ja, ich habe eine Lösung, die ich in der Zukunft auch erweitern kann. Das heißt, du brauchst quasi nicht einen Unternehmer, der sagt, ja, das ist diese Lösung, nehme es.
aber ein Unternehmer, der kann auch mit dir Zukunft denken, zusammen denken und zusammenarbeiten. Und auch quasi am Ende, andere Keynote ist quasi, die IAM wäre quasi die Benutzerfreundlichkeiten und Sicherheit Gap einfach schließen. Weil am Ende mit der IAM werden Mitarbeitern nicht verschiedene Passwörter für verschiedene Systeme, aber die verwenden quasi eine Passwort oder eine Methode für verschiedene Systeme und nicht vergessen, dass wäre quasi auch diese Sicherheitsperspektive auch abdecken, weil hier haben wir keine Mitarbeiter, die Passwort auf Papier schreiben würden oder diese ganzen Sachen. Ja, aber trotzdem, Sicherheit, Awareness Training ist auch wichtig, weil IAM ist nicht nur das Lösung für Sicherheit Measures. Und die dritte ist, überprüfen Sie, ob der potenzielle Anbieter verschiedene Authentifizierungsmethoden unterstützt. Zum Beispiel Soft Token, Hard Token und quasi biometrische oder Mobilgeräte Authentifizierung. Wenn ich über Mobilgeräte spreche, rede ich nicht über SMS, weil wir wissen quasi diese SSL7-Geschichte. Das heißt, mit Mobilgeräten konnte eine Passwort, eine App sein oder quasi eine Firma, die sagt, ich biete diese Möglichkeit, zum Beispiel Google bietet sowas zum Beispiel. Und quasi auch eine robuste Zugangsrichtlinien für Anbieter. Das heißt, man muss erstmal gucken, weil die Passwort, wenn ich sage, ich habe das beste Passwort, IAM quasi Thema, heißt nicht, dass es ist alles. Man muss auch quasi die Policy, die Access Policy auf die Hersteller auch einfach evaluieren. So am Ende werde ich sagen, dass vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Harrison. Ja. Für deine Darbietung. Und nochmal, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Mich persönlich schockt ja tatsächlich, dass immer noch 1 Million Personen 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort haben. Ich hoffe, du gehörst nicht dazu. Nee, ich nicht. Ich hoffe, du auch nicht. Nee, soweit ich das weiß, nicht. Ja, also gerne auch nochmal an alle Teilnehmenden. Jetzt ist die Chance, Harrison noch mit Fragen zu löchern und er steht Frage und Antwort. Vielleicht eine Sache, die aufkam, wie sieht denn das Thema passwortlose Authentifizierung bei Veolia aus? Habt ihr da Berührungspunkte? Ja, also bei uns zum Beispiel, wir haben quasi Google Sign-On, also diese Google Single Sign-On. Wir verwenden das. Und wir verwenden auch quasi LastPass nicht für die Administrators, aber für normal End-Users, weil ich war immer das Gegen. Und aber am Ende habe ich gesagt, okay, gut, für den Mitarbeiter, für den normalen End-User ist für mich okay, aber für die Administrator sollen wir quasi KeyPass verwenden. Ja, genau. Okay. Und du hast ja jetzt wirklich ganz viele Faktoren aufgelistet. Was würdest du denn sagen, ist die Hauptherausforderung von allem, was du jetzt genannt hast? Also ich werde so sagen, dass es ist komplex, eigene Passwort zu hashen oder zu entwickeln. Das ist ganz, ganz komplex für viele Software-Developers. Das heißt, ich werde sagen, okay, gut, die Lösung, diese IAM-Lösung ist positiv, das ist gut, aber es ist so, dass man muss echt gucken, was sind diese Sicherheit, Due Diligence auf diese Unternehmer. Also Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Okay, super. Sollten noch Fragen reinkommen, einfach im Chat. Ich habe dich. Du hast mich nicht gehört? Jetzt. Ja. Nee, ich habe nur gesagt, falls noch irgendwelche Fragen reinkommen, gerne noch im Chat an dich gerichtet. Momentan war es das erstmal an Fragen, aber ich danke dir herzlich, dass du wieder dabei warst. Und ich wünsche dir dann erstmal eine gute Mittagspause. Ungleich Spaß. Bis dann, ne? Bis nächsten Monat. Tschüss, Harrison. Ja, tschüss. Ciao, ciao.